Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Goldminenindex auf Einstiegsniveau. Disclaimer. Der Goldminers Percentage Index steht aktuell bei 28,57 und zeigt bei einem RSI einen Wert von 6,62 von 100. Das heißt, nach unten ist kaum noch Platz, aber nach oben alles offen. Seit dem Zyklustief vom September 2022 weisen auf die Chance hin, die sich aus der Korrektur- und Bodenbildung ergibt. Wir haben also ein knappes Jahr der Bodenbildung bisher erleiden müssen, aber auch die Chance, viele weitere Junior Penny Gold Aktien ins Depot aufzunehmen, bevor die Bodenbildung abgeschlossen ist. Wir wissen nicht, wann der Anstieg beginnt, also wie lange es noch diese extrem günstigen Einstiegschancen gibt. Und irgendwann wird das lange Warten ein Ende haben und jeder, der dabei ist, wird mit außerordentlich hohen Gewinnen belohnt. Ja, vermute ja, dass das Ganze mit diesem BRICS-Meeting zusammenhängt. Da will man natürlich Feuer zeigen, dass Gold oder geschweige denn die BRICS-Währung keineswegs irgendeine Form von Alternative ist. Und das haben wir in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass sich mal vor wichtigen Ereignissen wurde schon teilweise relativ lange vorher, also Wochen vorher, auf den Goldpreis gedrückt. Nichts anderes dürfte das auch sein. Sage ich mal, früher oder später, dann, wenn das BRICS-Meeting vorbei ist, denke ich mal, werden wir dann auch wieder höhere Kurse sehen. Ja, hier ein angehender Goldproduzent aus der Dominikanischen Republik. Das Unternehmen hat insgesamt circa zwei bislang, also nachgewiesene Ressourcen, 2,1 Millionen Unzen Gold und Bohrergebnisse und mindestens weitere 14 hochgradige Goldexplorationsgebiete eben mit hochgradigem Gold. Also meiner Meinung nach sehr interessant ist. Also das heißt, die Ressourcen könnten auch erhöht werden. Und charttechnisch sieht meiner Meinung nach das Unternehmen auch sehr interessant aus. Sie sehen, wie hoch es gestiegen ist in den 2020er Bullenmarkt, hat also meines Erachtens jetzt seinen Tiefpunkt gefunden, seinen Boden gefunden. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es sozusagen zum alten Hoch wieder zurückgeht oder, sage ich mal, in eine wirklichen Goldbullenrun, natürlich auch noch darüber hinaus. Ja, das Ganze sitzt in der Dominikanischen Republik, hier an der Grenze zu Haiti. Und ich denke mal, wie gesagt, die haben nur viele Ressourcen. Das ist, sage ich mal, also Dominikanische Republik ist auch ein relativ sicheres Rechtsgebiet, denke ich, auch weil es eben viel USA und sowas mit drin ist. Ja, meiner Meinung nach wirklich ein interessantes Unternehmen, das man sich mal angucken sollte. Es ist eine Produktion von ca. 85.000 Unzen anvisiert. Wie gesagt, relativ gute Jurisdiction, weitere mindestens 14 hochgradige Goldexplorationsgebiete. Cashflow haben sie auch bald durch die Produktion. Also wirklich ein Unternehmen, das ganz interessant ist aus meiner Sicht. Natürlich wie immer keine Kaufempfehlung, aber einfach mal ein Überblick, wie günstig im Augenblick gute Goldunternehmen zu haben sind. Ja, Gold müsste eigentlich analog der 1970er Jahre von 2.000 $ auf 8.500 $ steigen. Ich würde behaupten, diese Drückung, die wir damals hatten, das war 1978 und danach stieg im Wesentlichen im Jahr 1979 das ganze Jahr Gold. Könnte sein, dass wir es gerade mit einer ähnlichen finalen Drückung und eigentlich hat es hier so eine Riesendrückung gegeben und natürlich damals ist es auch von 200 $ auf 100 $ runtergelaufen und dann nochmal diese Riesendrückung, dass danach dann wirklich ein Mega-Anstieg beginnt. 1979 war es so und das führte eben zu der größten Goldaktienrallye aller Zeiten. Sie sehen hier die Zahlen: 5, 5, 10er, 20 Cent auf 10, 20, 30, 40.000, 40 $. Das heißt, aus 1.000 $ konnte man nicht selten 100, 200, 300.000 $ machen.
Ja, glauben wir, dass es so hoch geht, jetzt hier auf 8.500 $? Nicht unbedingt, obwohl wir es nicht ausschließen können. Wir haben alle keine Kristallkugel. Ich nehme mal an, dann wird es etwas Dampf ablassen und einen Goldpreis von ca. 2.000 $, 2.500 $, Silberpreis um die 50 zulassen. Aber das ist für gerade für diese extremst runtergedrückten Pennygold-Aktien ist das natürlich ein absolutes Lebenselixier und es ist gut möglich, dass sie dann absolut ähnlich performen wie in den 1980er Jahren, weil eben diese Goldaktien durch die Derivate und durch diese ganzen Eingriffe, die wir tagtäglich erleben, viel günstiger sind, als sie hätten zum Beispiel hier 1978 oder hier 1976 jemals sein können. Insofern ist es kaum vergleichbar, weil alles dran gesetzt wird, hier diese niedrigen Preise zu erzeugen. Eben, damit es eben nicht als Alternative zu Dollar und Co. Angesehen wird. Das ist ganz klar. Ja, welche Finanzereignisse liegen vor uns? Ja, wir glauben eben an eine extreme Goldaktienrallye. Und wenn Sie sich die letzten beiden Goldaktienrallye an diesem Beispiel ansehen, zum Beispiel hier die von 2016, dauert hier der Goldanstieg ging von 1.050 $ auf 1.360, also das heißt ein Anstieg von 30%. Okay, ganz gut. Aber diese Goldaktie als Beispiel stieg von 41 Cent auf 41 $. Das sind 10.000 Prozent. Und das ist schlicht und einfach 350 Mal besser als der Goldpreisanstieg in demselben Zeitraum. Und so kann man Goldaktien-Rallyes in dieser Phase besehen. Wenn die günstig sind, ist es im Grunde genommen Maximierungstool und zum Beispiel dadurch mehr Gold und Silber zum Beispiel zu kaufen. Das heißt, hätte man am Tiefpunkt im Januar 2016 eine Unze Gold investiert in diese Aktie, hätte man ein halbes Jahr später trotz höheren Goldpreises für das Gewinn, das man gemacht hätte, 79 Unzen realisiert. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, gebe ich zu, aber ähnlich ist es doch eigentlich auch hier mit eher einem typerischen Verhalten hier 2020 war Corona-Trief und dann ging es ja von 2 Cent fast 40 Cent. Das heißt, es sind auch 2000%. Und während sich Gold auch nur um 20-30% entwickelt hat, also auch ein mindestens 100 Mal besseres Investment. Das heißt, aus einer Unze wurden mindestens auch 10, ich habe das, muss das bei Gelegenheit überschlagen, auch 10 bis 20 Unzen Gold. Das muss man, so muss man einfach denken. Ja, also man verlässt quasi diesen Goldaktienbullenmarkt mit mehr Gold und wartet einfach auf die nächste günstige Gelegenheit sozusagen. Ja, immer noch extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Also Goldaktien-Gold-Ratio ist sozusagen seit 1996 im Bärenmarkt, was kaum verständlich ist, hat jetzt aber allerdings seinen Boden gefunden. Also Goldaktien im Verhältnis zu Gold sind so extremst billig wie noch nie. Die sinken nicht weiter. Und früher oder später, und deswegen sind wir im Goldaktiensektor, muss eine Mega-Eruption kommen, dieser Goldaktien. Und das ist ja, die Statisten, das ist jetzt nicht von mir, diesen Pfeil eingezeichnet, weil sie irgendwann das Hochschnappen zumindest in dem Medienbereich spüren. Und das wäre natürlich absolut das, was Goldaktien scheinen lassen würde. Ja, außerdem sind sogenannte Junior- und Explorationsaktien Verhältnis zu Senior-Aktien Barry Newman extremst unterbewertet. Auch das kann sich eruptionsartig äh, schließen und auch das würde unglaublicher Treibstoff für die Goldaktien Penny Stocks bedeuten. Ja, wie hätten wir 1970 optimal investiert? Ja, im Grunde genommen Gruppen von Aktien, nicht wie heute, Gruppen von Goldaktien kaufen, Silberaktien kaufen, beobachten, vielleicht Aktien, die sich relativ gut entwickeln oder gute Ergebnisse liefern, nachkaufen, allerdings auch nicht zu viel auf eine spezielle Aktie setzen, immer nach neuen Ausschau halten, immer eine Position nochmal investieren und das muss alles dann warten, bis dann diese Eruption kommt und Sie sehen, das geht dann ruck, zuck und schnell. Das wird man dann schon mitkriegen. Und ja, und man muss eben vorher investiert sein und damals wäre es eben klug gewesen, in Höhe des Goldbooms, wo dann wirklich alle Gold und Goldaktien sowas haben wollte, hätte man verkaufen müssen und zum Beispiel in klassische Investment-Vehikel zu investieren, wie zum Beispiel Berkshire Hathaway beispielsweise. Die stieg ja von 1980
bis 1999 um das 228-fache. Man kann auch sagen, einen Goldboom mit extrem hohen Gold- und Silberpreisen und Goldaktienpreisen, so wie es 1980 gab, legt im Grunde genommen die Wurzel für inflationsfreies Wachstum. Es ist so, Gold kann da nicht mal höher steigen. Die haben sich alle überboten, die haben unglaublich viel investiert. Und ja, das führt eben dazu, dass der Goldpreis dann, die Nachfrage dann wieder sinkt. Und das hat sich eigentlich dann zumindest 20 Jahre im Gleichgewicht gehalten. Da haben wir wirklich 20 Jahre steigende Börsenkurse gesehen und Gold ist eigentlich um 80% gesunken, bevor sich dann im Jahr 2000 das sozusagen wieder umgedreht hat. Ja, also das wäre das Interessante gewesen. Goldaktien, wenn der Goldaktienboom vorbei ist, muss man raus aus dem Gold- und Silbersektor und traditionell investieren. Das ist damit angedeutet. Das heißt, aus jede 50 Dollar, die man zu Goldaktien damals irgendwo 76, 74, 75 investiert hätte, und dann zum Beispiel in Top-Fonds wie Berkshire Hathaway, hätte man bis 1999 dann eben 1 Million Dollar investiert und eigentlich zweimal an der Börse aktiv sein. Einmal Goldaktien kaufen, dann wieder verkaufen und dann Topfonds kaufen. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3. Goldaktien sind irgendwann teurer. Sie sind auch irgendwo ein Kriseninstrument oder Krisenthermometer. Das heißt, wenn sie hoch sind, wird es auch viele Interessenten anlocken, zum Beispiel auch Politiker aus den minenproduzierenden Ländern, die sich vielleicht dann an den Unternehmen vergreifen, extra Steuern, whatever, Einschränkungen, weitere Auflagen. Und das kann dann sehr problematisch werden. Wir müssten halt einfach vorher rausgehen. Noch freut man sich über die Arbeitsplätze etc., aber irgendwann, also noch betrachtet man das Unternehmen sozusagen als Milchkuh, aber früher oder später, so ist der Lauf der Dinge, werden die Politiker das als Beefkuh betrachten. Und bevor diese Betrachtungsweise einsetzt, sollte man natürlich die Goldaktien verkauft haben. Zum Beispiel, um dann mehr Gold und Silber, wie gesagt, machen. Warum mehr Silber? Wir wissen, dass die Maximalwerte bei Gold 8.000 sind, bei Silber 300 Dollar, heutige Kaufkraft, das heißt nicht nominal. Und es wird ein Ereignis passieren wie irgendwie 1980. Dort konnte man für eine Unze Gold ein Dow kaufen. Ja, das ist sozusagen ein ökonomischer Tiefpunkt. Also Aktien ständig, allgemeine Aktien implodieren total gegenüber Gold ab irgendeinem Punkt. Und man konnte auch für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Nun glauben die Statisten, es geht noch viel tiefer. Also man kriegt vielleicht für eine Unze 2, 4, 5. Ich habe sogar von Inga von Greyerz gehört, 10-mal den Dow. Und das ist dann natürlich der Punkt, wo man reinvestieren muss. Oder da sind Punkte, das wird man nicht genau timen können. Aber ich denke mal, wenn wir das Verhältnis 1:1 wieder haben, dann weiß man, dass man langsam sich um andere Assets kümmern muss. Ja, auch ein Haus dürfte vermutlich dann nach dieser Logik für 200 bis 300 Unzen Silber zu haben sein. Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Ja, wegen der Verzerrung können wir einfach nicht konventionell investieren, sondern es ist so, der wird gedrückt, Goldaktien exorbitant davon und Gold muss noch ein kleines bisschen höher gehen und schon haben wir eine Mega-Rallye in Goldaktien. Das macht das so interessant. Das heißt, wir könnten dann zum Beispiel 200 Dollar nehmen, verteilen, einem Investment, irgendeine Aktie, hoffen, dass die um das 25-fache steigt. Und wenn wir diesen Gewinn dann realisiert haben, kann man da zum Beispiel mehr Gold und Silber steigen, was insgesamt dann noch nicht die maximalen Kaufkraftwerte erreicht hat, vielleicht bei 2.400, 2.500 sitzt, steigt aber trotzdem noch auf 8.000. Das ist damit gemeint. Wenn allerdings dieser Punkt irgendwann erreicht ist, sollte man reinvestieren. Klassisches Investment, sage ich dazu. Top-Aktien, Top-Fonds, einkommensgenerierende Immobilien, kleine Firmen, who knows, ja. Ja, jedenfalls würde dann jede 200 Dollar, die man in Goldaktien und den Wechsel in Gold und Silber und das Reinvestieren wieder in wirtschaftliche Werte, 1 Million Dollar heutige Kaufkraft bringen. Und das Schöne ist, man kann viele Goldaktien dieser Art aufsetzen. Man kann jede Woche oder jede Woche sogar zwei machen und man kann sie, sage ich mal, auch modifizieren. Das heißt, etwas anders darstellen. Vielleicht bleibt man länger in den Gold, vielleicht hat man doch keine Goldaktien. Who knows, was man macht.
oder nimmt auch eben kein Gold. Aber das würde dann bedeuten, dadurch haben sie so viele verschiedene Ereignisse schon gespielt durch diese Ereignisketten im Vorfeld, dass einige davon gut profitieren können. Wir hoffen natürlich, dass die große Masse profitiert, aber die Zukunft ist nun mal nicht vorhersehbar und da kann man sich so ein bisschen darauf einstellen, sozusagen. Das könnte vielleicht ein ganz interessanter Ansatz sein, gerade hinsichtlich der Rentendiskussion. Da gibt es nicht mehr viel zu diskutieren. Die müssen 30 bis 40% des Staatshaushaltes muss genommen werden, um da ihre Minirenten auszuzahlen. Also das Ding, das funktioniert nicht. Also man kommt und dann kollabiert auch noch die Währung und also man muss da Alternativen aufbauen. Da bietet sich meines Erachtens das Konzept hier der Ereignisketten, Finanzketten durchaus an, weil diese Ver-25-fachung hat man ja nicht erst irgendwann. Die hat man ja vermutlich hoffentlich in den nächsten 6 bis 8 Monaten. Und dann irgendwie einige Jahre später oder vielleicht auch schneller, dann die Vervierfachung und auch das Reinvestieren. Diese Ereignisketten, klar, das ist unterschiedlich. Das hier ist 6 bis 8 Monate, das ein bisschen länger, vielleicht 2, 3 Jahre und das Reinvestieren sind dann immer 10 Jahre. Ich würde mal sagen, von ganz großer Tiefe, in 10 Jahren haben die Börse sich alle erholt. Und damit kann sich jeder eigentlich eine Alternative zur Rente aufbauen. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, auf verschiedene Risikostufen das Ganze zu selektieren. Ähm, eig- ähm, Potenzialfaktor, Rechnungsanzahl der Unzen, Grad des Goldes, Länderrisiko, Exit-Strategie ist auch mit bei. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Sachwertegemeinschaft, die sind meiner Meinung nach sehr günstig, keine Mindestinvestitionssumme. Man kann sich da gut beraten lassen. Ja, nur als Beispiel, in Deutschland arbeite ich zum Beispiel mit FlatEx de Giro. Dort kann man ja die Aktien auch im Toronto Stock Exchange günstig kaufen. Und Swissquote ist halt die Schweizer Alternative. Und Sie können eben auch mit Nicht-Schweizer Wohnsitz in der Schweiz dadurch ein Depot eröffnen. Vielleicht einfach als geografische Diversifikation für den einen oder anderen sinnvoll. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, vielleicht auch die Glocke betätigen, beziehungsweise ein Like geben. Das würde meinen Algorithmus, YouTube-Algorithmus etwas auf die Sprünge helfen. Ja, mal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.